Okay, ich zeige euch hier mal kurz eine Sache, mit der ich diese ganzen Tickets abarbeite. Falls ihr euch entscheiden solltet, dass ihr mit all dem hier nichts zu tun haben wollt, Medit. Hier gibt es alle offenen Aufträge schließen. Man kann das wahrscheinlich auch einfach über eine MT4-Suche finden. Aber das hier ist ganz praktisch, wenn man mit diesen Ausführungen jetzt nichts mehr zu tun haben will. Es sieht so aus, als ob es hier ausgeführt wurde. Aber dieses alle offenen und schwebenden Aufträge schließen ist ganz gut, um aus allem auszusteigen, worin man gerade steckt. Okay, es sieht so aus, als ob dieser Auftrag hier ausgeführt wurde. Anscheinend war das Buy Limit ein sehr kleines Ticket und mein Buy. Obwohl das einzige Problem mit diesem abgelegten Ticket, ich würde sagen, der einzige Makel ist, dass es einem nicht anzeigt, ob der Einstieg über einen Stop oder einen Limit Order erfolgte in Allahala. Man könnte es also anpassen, denke ich. Man geht in den Code und sagt ihm natürlich, bin ich noch nicht so weit gegangen. Aber man könnte wahrscheinlich hier reingehen. Und das, man nimmt einen Ausdruck heraus, wo Buy Stop steht und müsste das dann einfach in Buy Limit ändern. Aber man kann sich auch einfach den Chart ansehen und schauen, ob das andere Ticket schon ausgeführt wurde, was bisher nicht der Fall ist. Ich schätze, so könnte man es auch herausfinden. Aber das ist eben der Teufel im Detail, im Detail. Also gut, da ist noch ein Buy Limit, das darauf wartet, ausgeführt zu werden, und ich habe wohl 2 davon platziert. CS ist Buy Stop, Buy Limit, Per Limit. Wie auch immer, und dann schauen wir uns die halbe Stunde an, wie das läuft, und wie ich es vermutet hatte, der Euro fällt. Also werden wir wohl ordentlich eins übergebraten bekommen, aber gut, $164 im Minus. Ich schätze, es spielt keine Rolle was, aber jetzt denke ich mir, okay, kaufen wir den Rebound hier kurz vor der US-Eröffnung und wie wäre es mit einem Scalp? Wenn das in der nächsten Stunde um 10 Pips fällt, steige ich hier ein. Es ändert bereits die Farbe, weil es sehr nah an meinem Einstieg liegt. Es ist so ähnlich wie ein Market-Kauf, aber ich will den richtigen Zeitpunkt abpassen und frage mich, wie schnell könnt ihr da hinkommen. Wenn du es in dieser letzten Zeit schaffst und wenn es in 15 Minuten um 30 Pips fallen kann, würde ich diesen hier platzieren. Nun, das wäre eine ziemliche Leistung, aber es ist nicht so, als wäre es noch nie passiert. Also baue ich hier diesen dicken Block an Orders auf, der die Marktklippen unterbietet, wo die Kurse dazu neigen, einzutauchen, sich all diese Tickets zu schnappen. Und vielleicht steigt der Euro endlich. Momentan ist es in der Rückzugsphase und absolut skalpierbar. Natürlich ist dies ein Demokonto, also kann ich hier ein bisschen verrückt spielen und das Konzept testen. Hier werde ich 20 Pips tief kaufen und es wird eine halbe Stunde dauern. Man kann also sehen, wie diese Orderblöcke hier dick reinkommen. Natürlich reden wir davon, dass dieser Markt gerade jetzt einbrechen wird. Wir sind bereits auf dem 15-Minuten-Chart gefallen. Man kann hier die Rechnung sehen. Ich lege mal die alten Kerzen hierher und schaue sie mir an. Okay, 15-minütiger Spike nach unten, aus irgendeinem Grund. Wen interessiert das? Und hier ist die halbe Stunde. Das ist also wie ein 90-minütiger Ausverkauf. Hier ist die 1 Stunde, das ist wie ein 2 Stunden Ausverkauf. Kommt zurück in diesen Unterstützungsbereich. Ich will definitiv kaufen. Ich werde bei dieser Sache einfach alles geben. Natürlich handle ich normalerweise nicht so auf einem Nano-Konto, aber das Pending ist leider einfach die Art, wie das Skript geschrieben ist. Aber ja, das ist ein Kauf. Das ist ein ziemlich solider Kauf. Ich würde nie so viel auf ein einzelnes Ticket setzen, aber ich weiß es nicht. Das lief auf einem Konto anderer Art und einer anderen Einstellung. Ich glaube, es war nur eine Standardeinstellung oder so.
Aber ich denke, es ist besser, sich hier schrittweise einzukaufen in dieser sehr feinen, abgestuften Granularität, wo man nur riskiert. Tatsächlich, lass mich einfach raten. Dieser Trade nervt mich, ihn anzusehen. Okay, also ja, weil die Idee, dass man 1% seines Kontos riskiert, meine ich, ist lächerlich. Auf einzigen Ticket. Das könnte der beste Trade der Welt sein, aus dem ich gerade ausgestiegen bin. Wer interessiert das? Es gibt hier gleich um die Ecke noch einen. Also wenn ich dachte, ich hätte es verpasst, okay, können wir noch einen kriegen? Sieht so aus, als würde das Abwärtsmomentum nachlassen. Also kauf jetzt 10 Pips tief. Ich möchte dem nicht hinterherlaufen. Ich möchte momentan nicht zum Marktpreis kaufen. Bin bereits drin. Wissen Sie, wenn das ein realer Handel auf einem echten Konto wäre? Ich möchte mich nur leicht einkaufen, während sich dieses Hoch in ein Tief verwandelt. Wissen Sie, ich muss es scalpen und, wissen Sie, hier etwas Geld verdienen und nicht versuchen, $1 Million in 30 Sekunden zu machen, wie diese Leute posten. Das amüsiert mich total. Aber nur so als Idee. Wissen Sie, das ist eine Möglichkeit. Okay, es könnte also möglicherweise noch um 11 Cent zurückgehen, wissen Sie. Das ist für mich nicht allzu viel Druck. 11 Cent, wissen Sie, ich schätze, das hängt von Ihrer Schmerztoleranz ab. Aber wie Sie sehen können, sind diese Orders hier, die in einer Stunde ablaufen, ziemlich nah daran, ausgeführt zu werden. Nun, ich habe einige enge geschrieben. Ich glaube, das engste, was ich hier geschrieben habe, waren 10 Pips. Also, wenn ich wirklich extrem bullish wäre, was ich in dieser Hinsicht eigentlich nicht wirklich bin. Ich denke, wir werden eine Auffüllung sehen. Und für mich wäre die Auffüllung sicherlich ein Einstieg, eine Scalping-Gelegenheit. Also denke ich eher in Richtung, hier ist eine, die ich Retrace genannt habe. Nun, diese läuft den ganzen Tag. Das ist wie ein Einstellen. Und vergessen Ding, es kauft 25 bis 60 Pips mit einem absoluten Stop bei 86 Pips, bei 86 Pips. Wissen Sie, an diesen Zahlen ist einfach nichts Besonderes, wissen Sie? Der Markt muss nach oben und unten gehen. Also, nur klassisches Tiefkaufen, Hochverkaufen. Ich werde all diese Pfeile entfernen und dann nur diesen hier platzieren. Sie können sehen, wie es auf dem Bildschirm aussieht. Weil ich gerade so viele Aufträge hier habe, dass ich denke, ich muss, okay, also die Auftragsbanken prüfen. Sieht so aus, als ob diese Auftragsbank 4 Stunden anzeigt. Das ist also tatsächlich inkorrekt. Wenn ich das Skript öffne, sehe ich, dass der Fehler hier ist, obwohl hier Tag D1 steht, habe ich hier den falschen Kommentar, aber das ist ein Demokonto. Wissen Sie, ich benutze es zum Testen und um Dinge auszuprobieren. Das hier sollte eigentlich sagen, das ist der Kommentar, der angezeigt wird. So können Sie also Ihre Fehler hier ein wenig nachverfolgen. Aber dieser Rücksetzer hier schien damals, als ich ihn vor langer Zeit schrieb, eine gute Idee zu sein, aber wissen Sie, es ist ein Kauf. Und natürlich habe ich diese hier ausgeschaltet, aber das sind Dinge, die ich aktivieren könnte, damit man das Skript mit einer tieferen Bank umschreiben kann, ohne alles neu schreiben zu müssen. Hier habe ich nur den letzten Pfeil eingefügt, der mir das Ende des Skripts anzeigt, damit ich weiß, dass das Skript gefüllt ist. Denn falls es gescheitert wäre, wäre dies mein letzter Einstieg gewesen, bevor es möglicherweise auf ein neues, wahnsinniges Tief fällt. Aber wissen Sie, ich meine, diese Märkte sind nicht so. Ich meine, hier war es eine Kaufgelegenheit. Ich bin gerade aus diesem großen Trade ausgestiegen, weil er keine genaue Darstellung dessen ist, wie ich handeln würde oder wie ich ein Skript auf Basis von Marktvolatilität und Chaos oder wie auch immer man es nennen will, aufbauen würde. Ich weiß, jeder hat, wissen Sie, man könnte hier ein Horoskop anlegen, aber letztendlich geht es nur darum, dass man mit Preisschwankungen Geld verdient. Man hat also entweder hier oben verkauft und hier wieder gekauft oder man hat hier gekauft und hier oben verkauft. So traurig simpel ist es und ich denke, das ist, wie ich schon sagte, wenn Leute davon angezogen werden. Weil sie halbwegs bei Verstand sind, verlieren sie wahrscheinlich deshalb Geld, weil sie denken, nun, die Nachrichten ergeben keinen Sinn. Ich meine, wissen Sie, wenn der Euro, wissen Sie, der Gedanke hier ist, wenn der Euro zur Hölle geht, wenn die Europäische Union, was auch immer. Niemand mag Veränderungen, also wird alles neu erst einmal schlecht gemacht und dann sagen sie, nun, wie kann es so gut laufen? Wie kann der Markt im Plus sein, wenn er eigentlich im Minus sein sollte? Oh. Verdammt, ich weiß es nicht. Wissen Sie, warum geht jeden Tag die Sonne auf? Weil ich nicht weiß, warum unser Planet noch nicht in die Luft geflogen ist?
Ich meine, es ist wirklich eine Art bizarre, wie nennt man sie? Unbeantwortbare Fragen. Also ja, im Moment ist es auf dem Monatschart. Nun, da ist jeder bullish, also sind die Leute long, also ja. Aber wo ist es sicher, in den Zug einzusteigen, wenn man long gehen will? Und für mich scheint die einzige Gelegenheit zu sein, nun ja, was auch immer Sie hier an Zeit haben, um den Einstieg zu verwalten. Das hier ist der Stundenchart, also 2 Stunden Zeit. Man stellt sich einfach einen Alarm, egal, oder? Man platziert also seine Orders und diese verfallen nach einer gewissen Zeit. Diese hier wurde ausgeführt, weil der Markt innerhalb von 30 Minuten nach unten kam und mich einbezog. Ich glaube, das sind 10 Pips tief. Natürlich könnte ich den Namen dieses Skripts genau beschreiben, aber das habe ich hier nicht getan. Es ist viel Arbeit und so trade ich bisher noch nicht. Aber es ist nicht so, als könnte ich hier nicht den Namen des Skripts einfügen, damit ich wüsste, okay, dieses Skript gehört dazu. Aber es geht einfach darum, eine große Anzahl von Märkten traden zu können. Hier ist nun der australische Dollar. Sehen Sie, ich schaue mir das an und versuche, die Analyse so schnell wie möglich im Kopf zu machen, ohne groß darüber nachzudenken. Okay, würden Sie hier kaufen? Nee. Vielleicht kaufe ich tiefer, also lassen Sie mich die Skala hier anpassen. Ich hatte hier einen dieser gleitenden Durchschnitte. Der letzten 100 Perioden laufen, dass Leute damit traden, bringt mich einfach zum Lachen. Man kann zwar ein Signal daraus ableiten, aber zum Beispiel hier würde ich die Theorie Tiefkaufen, Hochverkaufen anwenden. Ich sage also einfach, wenn er heute um 25 Pips fällt, kaufe ich dort unten und scalpe ihn bis dort hoch. Und wenn er fällt, okay, stellen Sie sich vor, er nimmt diesen Stop raus, das ist Ihr Hauptstopp, Stop. Ziemlich tief. Aber für mich ist das ein Bounce mit hoher Wahrscheinlichkeit. Und angenommen, er nimmt das raus, aber man möchte trotzdem einsteigen, falls er noch weiterfällt. Also kauft man diese hier, um 75 Pips tiefer zu kaufen. Den ganzen Weg bis nach China. Auf dem Tageschart begibt man sich da in Niemandsland. Das wird ein großartiger Scalp. Schauen Sie sich das an. Ich meine, vielleicht geht er weiter. Das hier ist der australische Dollar. Und da gibt es gerade eine große Sache zwischen Australien und Neuseeland. Und der Spread hier wird einfach, wissen Sie, komplett ausnehmen. Und wenn man dieses Währungspaar handelt, schauen Sie sich mal den Spread hier an. Natürlich, das hier weiß ich nicht. Vielleicht habe ich den schlechtesten Broker der Welt dafür, aber es sieht für mich lächerlich aus. Also ich glaube nicht, dass ich da verkaufen würde, aber ich könnte mir definitiv vorstellen, da einzusteigen. Ich müsste bei den einzelnen Drops bleiben, weil ich müsste es wissen. Sonst wird mir die Plattform bei diesem Unsinn noch blockieren. Aber sehen Sie, wir ziehen uns hier schon wieder zurück. Also, warum, wissen Sie, warum sich abmühen, oder? Okay. Deshalb musste ich aus diesem großen Auftrag raus, weil ich glaube, dass der Euro hier noch etwas nachgeben wird. Aber ja, es ist einfach etwas, das ich erfinden musste, um am Markt teilzunehmen, ohne jeden Tag alles zu verlieren. Nun, die kurzfristigen Aufträge machen sicherlich mehr Arbeit. Ich hatte mal eine ganze Woche, in der nichts ausgeführt wurde, weil ich es zu tief und zu kurz angesetzt hatte. Anders gesagt, diese 30 Pips in einer Stunde, wissen Sie. Ich weiß nicht. Das müsste ein neues Skript sein. Und diese 10 Pips in 30 Minuten. Das ist machbar, wissen Sie? Sehen Sie, das ist jetzt fast so, als würde man hier zum Marktplatz kaufen. Das ist für mich logisch, ein logischer Scalp auf dem kürzeren Zeitrahmen und ich könnte mich davon entfernen, ohne mir zu viele Sorgen zu machen. Das sehen Sie. Jetzt glaube ich, dass sich hier ein Rücksetzer bildet. Aber ja, man muss einfach, wenn man hier nicht zum Zug kommt, natürlich versuchen, nicht zum Marktpreis zu handeln, was immer der schlechteste Preis der Welt ist. Denn schauen Sie sich diese Ausführung an, die ich hier bekommen habe. Jetzt bin ich 13 Cent im Plus und wissen Sie, wie auch immer, rechnen Sie es sich aus. Ich meine, ich riskiere. Ich meine, prozentual zum Konto, ich meine, wissen Sie, wenn Sie 7 Cent verdienen wollen, könnten das $7 sein, wenn Sie in einem Mini sind. Also sind Sie $7 im Plus. Sie könnten es vom Tisch nehmen. Sie haben gerade $7 verdient. Sie verdienen $20 pro Stunde.
Wie viel Geld wollen Sie pro Stunde verdienen? Und Sie können einfach einrichten,